Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über die Orte sprechen, an denen wir leben. Magst du dein Haus oder deine Wohnung? Ja, ich mag meine Wohnung. Sie ist klein, aber sehr gemütlich. Ich wohne in einer Einzimmerwohnung in einer ruhigen Gegend. Das klingt schön. Ich wohne in einem kleinen Haus mit meiner Familie. Es ist nicht sehr groß, aber warm und gemütlich. Ich finde die Idee eines gemütlichen Zuhauses toll. Was gefällt dir am meisten an deinem Haus? Ich mag, dass mein Haus einen kleinen Garten hat. Ich liebe es, morgens draußen mit einer Tasse Tee zu sitzen. Der Garten hat ein paar Blumen und einige Bäume. Das lässt das Haus hell und freundlich wirken. Ein Garten ist sehr schön. In meiner Wohnung habe ich keinen Garten, aber ich habe einen kleinen Balkon. Manchmal sitze ich dort und genieße die frische Luft. Ich habe auch einen Blick auf die Stadt. Ein Balkon ist auch toll. Wie sieht es mit dem Inneren deiner Wohnung aus? Ist es bequem? Ja, ist es. Ich habe ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Schlafzimmer und ein kleines Badezimmer. Im Wohnzimmer stehen ein Sofa, ein Tisch und ein Fernseher. Ich entspanne dort gerne am Abend. Das ist gut. In meinem Haus habe ich ein Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, eine Küche und ein Badezimmer. Das Wohnzimmer ist mein Lieblingsplatz. Es ist hell und warm. Helle Räume lassen ein Zuhause glücklich wirken. Dekorierst du dein Wohnzimmer? Ja, das tue ich. Ich habe einige Bilder an der Wand und ein kleines Regal mit Büchern. Außerdem habe ich einen bunten Teppich auf dem Boden. Das macht den Raum lebendig. Das klingt sehr schön. Ich versuche auch, meine Wohnung zu dekorieren. Ich habe ein paar Pflanzen, Kunstwerke an den Wänden und ein einfaches Design. Es ist nicht zu überladen und das mag ich. Ich denke, ein einfaches Design ist sehr wichtig. Es lässt den Raum beruhigend wirken. Wie sieht es mit der Küche aus? Ist sie groß? Die Küche in meiner Wohnung ist klein, aber sehr funktional. Ich habe einen Herd, einen Kühlschrank und einen kleinen Tisch. Ich koche dort gerne einfache Gerichte. Das ist gut. In meinem Haus ist die Küche auch nicht sehr groß, aber sie hat alles, was ich brauche. Ich liebe es, mit meiner Familie zu kochen. Manchmal bereiten wir das Abendessen zusammen zu. Kochen mit der Familie macht Spaß. Das Essen schmeckt dann besser. Ja, das tut es. Und wie ist dein Schlafzimmer? Ist es bequem? Mein Schlafzimmer ist klein, aber sehr gemütlich. Ich habe ein Bett, einen Kleiderschrank und einen kleinen Schreibtisch. Ich lese dort gerne vor dem Schlafengehen. Es ist ein ruhiger Ort. Ich mag mein Schlafzimmer auch. Es ist mein persönlicher Raum. Ich habe ein Bett, einen Schrank und ein kleines Bücherregal. Ich halte es gerne ordentlich und ruhig. Ein aufgeräumtes Schlafzimmer hilft mir besser zu schlafen. Ich versuche immer mein Bett morgens zu machen. Ich auch. Eine einfache Morgenroutine lässt den Tag gut beginnen. Und wie ist das Badezimmer in deiner Wohnung? Das Badezimmer ist klein, aber sauber. Ich habe eine Dusche, eine Toilette und ein Waschbecken. Ich mag, dass alles neu ist und gut funktioniert. Das ist sehr wichtig. In meinem Haus ist das Badezimmer auch klein, aber immer sauber.
Ich halte mein Zuhause gerne ordentlich. Ich denke, ein sauberes Zuhause lässt mich entspannt fühlen. Wenn alles an seinem Platz ist, bin ich glücklich. Ja, da stimme ich zu. Was magst du am meisten daran, in deiner Wohnung zu leben? Ich mag, dass meine Wohnung in einer ruhigen Gegend liegt. Sie ist nicht weit von der Stadt entfernt, sodass ich zu den Geschäften und dem Park gehen kann. Ich mag auch die freundlichen Nachbarn. Das ist sehr schön. Ich wohne auch in einer ruhigen Straße. Mein Haus ist ein bisschen weit vom Stadtzentrum entfernt, aber ich mag die Ruhe. Morgens kann ich die Vögel hören. Das klingt sehr friedlich. Ich liebe es, die Vögel und den Wind zu hören. Das lässt meine Wohnung wie eine kleine Oase in der Stadt wirken. Ja, ein ruhiges Zuhause ist mir sehr wichtig. Es hilft mir, mich nach einem hektischen Tag zu entspannen. Hast du irgendwelche Probleme mit deiner Wohnung? Manchmal ist die Heizung im Winter nicht sehr gut und die Küche ist ein bisschen klein. Aber ich versuche, diese Probleme zu lösen. Ich benutze einen kleinen Heizlüfter und ordne die Küchengeräte ordentlich an. Das verstehe ich. In meinem Haus habe ich auch ein paar kleine Probleme, wie einen undichten Wasserhahn und ein Fenster, das nicht ganz schließt. Aber wir beheben sie schnell. Meine Familie und ich arbeiten zusammen, um unser Zuhause schön zu halten. Das ist gut. Ich denke, kleine Probleme sind in jedem Zuhause normal. Wichtig ist, dass wir uns um unseren Raum kümmern. Ja, sich um unser Zuhause zu kümmern, macht es besonders. Hast du vor, lange in deiner Wohnung zu wohnen? Ich hoffe es. Ich mag meine Wohnung sehr, aber irgendwann könnte ich einen größeren Platz wollen. Vielleicht eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder ein kleines Haus. Das verstehe ich. Ich liebe mein kleines Haus, aber manchmal denke ich darüber nach, in ein größeres Haus mit mehr Platz zu ziehen. Ich möchte einen Raum für meine Hobbys und einen größeren Garten. Das klingt nach einem schönen Plan. Mehr Platz kann dir mehr Freiheit geben, verschiedene Dinge zu tun. Ja, und ich möchte auch eine Garage für mein Fahrrad. Momentan habe ich es im Flur und es ist ein bisschen eng. Eine Garage wäre sehr nützlich. Manchmal wünschte ich, ich hätte mehr Stauraum in meiner Wohnung. Ich muss darauf achten, nicht zu viele Dinge zu sammeln. Ich versuche mein Zimmer alle paar Monate zu entrümpeln. Es fühlt sich gut an, wenn mein Raum ordentlich ist. Entrümpeln ist wichtig. Es hilft dir zu sehen, was du wirklich brauchst. Genau. Ich behalte nur die Dinge, die mich glücklich machen. Besuchst du oft deine Nachbarn? Ja, das tue ich. Manchmal treffe ich sie im Flur oder auf der Treppe. Wir sagen Hallo und plaudern manchmal ein paar Minuten. Ich mag, dass meine Nachbarn freundlich sind. Das ist sehr schön. In meiner Nachbarschaft sind die Leute auch freundlich. Manchmal spreche ich mit meinem Nachbarn, wenn wir unsere Pflanzen gießen. Es ist gut, freundliche Nachbarn zu haben. Das lässt die Wohnung wie eine kleine Gemeinschaft wirken. Ja, ein Gemeinschaftsgefühl ist sehr wichtig. Es lässt mich sicher und wohlfühlen zu Hause. Ich stimme zu. In einem freundlichen Umfeld zu leben, macht den Alltag besser. Magst du die Lage deiner Wohnung? Ja, das tue ich. Meine Wohnung ist in der Nähe eines Parks, eines Supermarkts und einer Bushaltestelle. Ich kann in 5 Minuten zum Park gehen. Das ist sehr praktisch. Ich mag es, dass meine Wohnung in der Nähe vieler Geschäfte und eines kleinen Cafés ist. Ich kann auch dorthin gehen. Zum Café zu gehen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Manchmal gehe ich dort morgens auf einen Kaffee. Das mache ich am Wochenende gerne. Es ist ein schöner Start in den Tag.
Denkst du, dass du viele Jahre in deiner Wohnung bleiben wirst? Ich hoffe es, aber es hängt von meiner Arbeit und meinen zukünftigen Plänen ab. Im Moment bin ich sehr glücklich hier. Ich fühle mich genauso. Ich plane, lange in meinem Haus zu bleiben, weil ich die Gegend und die Ruhe liebe. Das ist wunderbar. Ein glückliches Zuhause ist sehr wichtig für ein gutes Leben. Ja, das ist es. Ich sage immer meinen Freunden, dass meine Wohnung mein kleines Paradies ist. Ich empfinde das Gleiche für meine Wohnung. Sie ist klein, aber voller glücklicher Erinnerungen. Ich dekoriere sie mit meinen Lieblingsbildern und Pflanzen. Ich liebe es auch, mein Zimmer zu dekorieren. Ich habe ein kleines Kunstwerk und einige Fotos von meiner Familie. Das macht den Raum warm. Persönliche Akzente machen ein Zuhause besonders. Jedes kleine Detail zeigt, wer wir sind. Genau. Mein Zuhause ist mein Spiegelbild. Ich halte es gerne einfach und voller Liebe. Ich stimme zu. Unsere Häuser sind Orte, an denen wir uns sicher und entspannt fühlen. Hast du Pläne für die Zukunft deines Zuhauses? Ja, ich möchte mein Wohnzimmer in einer neuen Farbe streichen. Im Moment ist es weiß, aber ich möchte ein helles Blau. Ich denke, das wird den Raum fröhlicher wirken lassen. Das ist eine gute Idee. Ich möchte ein neues Sofa für mein Wohnzimmer kaufen. Mein altes Sofa ist ein bisschen abgenutzt und ich möchte etwas Bequemeres. Ein neues Sofa und eine frische Farbe können den ganzen Raum verändern. Ja, kleine Veränderungen können einen großen Unterschied machen. Ich plane auch, mehr Pflanzen zu kaufen. Sie machen die Luft frisch und den Raum lebendig. Ich liebe Pflanzen auch. Ich möchte einen kleinen Zimmerbaum in meinem Schlafzimmer hinzufügen. Das wird den Raum natürlicher wirken lassen. Das klingt wunderbar. Ich glaube, dass ein Zuhause immer mit uns wachsen und sich verändern sollte. Ich stimme zu. Jede kleine Veränderung lässt meine Wohnung neu und aufregend wirken. Ich bin sehr froh, dass wir beide unsere Häuser lieben. Auch wenn sie klein sind, sind sie voller guter Erinnerungen und Liebe. Ja, unsere Häuser sind unsere kleinen Rückzugsorte. Ich fühle mich immer entspannt, wenn ich zu Hause bin. Ich auch. Nach einem hektischen Tag liebe ich es, auf meinem Balkon zu sitzen und den Sonnenuntergang zu beobachten. Das klingt sehr friedlich. Ich sitze gerne in meinem Garten und höre den Vögeln zu. Es ist meine Lieblingszeit des Tages. Ich glaube, dass ein glückliches Zuhause und eine gute Lage das Leben besser machen. Da stimme ich vollkommen zu. Ich sage immer meinen Freunden, dass meine Wohnung mein Lieblingsort auf der Welt ist. Ich empfinde das Gleiche für meine Wohnung. Sie ist klein, aber voller Liebe und Glück. Danke, Tom. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Ich spreche immer gerne über mein Zuhause, weil es mich stolz macht. Das geht mir genauso. Über unsere Häuser zu sprechen, erinnert mich an all die guten Dinge in meinem Leben. Ja, unsere Häuser sind sehr wichtig. Sie sind die Orte, an denen wir uns entspannen, träumen und wachsen. Ich stimme zu. Ich wünsche dir viele glückliche Tage in deinem gemütlichen Haus. Und ich wünsche dir viele glückliche Momente in deiner komfortablen Wohnung. Lass uns immer daran denken, uns um unsere Zuhause zu kümmern und sie besonders zu machen. Ja, ich werde immer versuchen, meine Wohnung sauber und lebendig zu halten. Und ich werde mein kleines Haus von ganzem Herzen lieben. Danke nochmals, Tom. Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr über unsere Häuser und unsere Träume sprechen. Danke, Alice. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Hab einen wunderbaren Tag.
Du auch, Tom. Bis bald. Tom. Tom. Tom ist mein bester Freund. Ich habe Tom gestern getroffen. Tom spielt gerne Fußball. Wohnung. Wohnung. Die Wohnung ist gemütlich. Ich suche eine neue Wohnung. Unsere Wohnung hat einen Balkon. Gemütlich. Gemütlich. Es ist sehr gemütlich hier. Wir sitzen in einem gemütlichen Café. Die Decke macht das Zimmer gemütlich. Gegentor. Gegentor. Die Gegend ist sehr schön. Ich kenne diese Gegend gut. Wir gehen heute in die Gegend. Haus. Haus. Das Haus ist sehr alt. Ich wohne in einem kleinen Haus. Das Haus hat einen schönen Garten. 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 Der Garten ist schön. Ich arbeite im Garten. Die Blumen im Garten blühen. Fische. Fische. Die Frische der Luft ist angenehm. Ich liebe die Frische von frischem Obst. Frische Blumen verschönern jeden Raum. Luft. Luft. Die Luft ist frisch heute. Ich mag die kühle Luft am Morgen. Die Pflanzen brauchen Luft zum Wachsen. Balkon. Balkon. Der Balkon ist sehr gemütlich. Ich sitze gerne auf dem Balkon. Wir haben Pflanzen auf dem Balkon. Schlafzimmer. Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist gemütlich. Ich habe ein neues Schlafzimmer gekauft. Im Schlafzimmer stehen 2 Betten. Ordentlich. Ordentlich. Die Wohnung ist sehr ordentlich. Er hält seine Bücher immer ordentlich. Ordentlich arbeiten macht mehr Spaß. Sauber. Sauber. Die Küche ist sauber. Ich mag saubere Räume. Sauberkeit ist wichtig für die Gesundheit. Heizung. Heizung. Die Heizung ist eingeschaltet. Ich brauche eine neue Heizung. Die Heizung macht viel Lärm. Probleme. Probleme. Ich habe viele Probleme. Die Probleme sind schwierig zu lösen. Wir müssen die Probleme gemeinsam besprechen. Nachbarn. Nachbarn. Unsere Nachbarn sind sehr freundlich. Ich habe meinen Nachbarn um Hilfe gebeten. Die Nachbarn feiern heute ein Fest. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist wichtig für das Wohlbefinden. Wir leben in einer freundlichen Gemeinschaft. Gemeinschaft schafft Verbindungen zwischen den Menschen. Lage. Lage. Die Lage ist sehr schön. Wir müssen die Lage besprechen. In dieser Lage fühle ich mich wohl. Essen. Essen. Ich liebe deutsches Essen. Essen ist wichtig für die Gesundheit. Wir gehen heute Abendessen. Erinnerungen. Erinnerungen. Die Erinnerungen sind wichtig für unser Leben. Ich teile meine Erinnerungen mit Freunden. Er liebt es, alte Erinnerungen zu betrachten. Pflanzen. Pflanzen. Die Pflanzen wachsen im Garten.
Ich gieße die Pflanzen jeden Tag. Es gibt viele verschiedene Pflanzen in der Natur. Großartige Arbeit beim Üben des Deutschen mit uns heute. Denk daran, jeden Tag Deutsch zu sprechen, hilft dir, flüssiger zu werden. Bitte like dieses Video, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du unsere kostenlosen Deutschgespräche nicht verpasst. Bis zum nächsten Video.